Wir möchten einmal heute gucken, wie eines deiner Kollegen oder deiner Elternteile reagieren, wenn du zu denen sagst, dass du zum Islam konvertiert bist. Zum was? Zum Islam. Du gehst jetzt in eine Moschee oder was? Trägt die Anna denn schon eine Burka? Okay, und fühlt sie sich wohl da drin? Ich gehöre jetzt dem Islam an. Das ist nämlich haram, wenn du in einer Beziehung bist. Ja. Du darfst dich nicht küssen. Und du darfst keinen Alkohol mehr trinken. Ja? Bist du beschnitten? Nein. Ja, musst du machen. Muss das auch noch kommen? Ich bin dir ehrlich, ein bisschen überzeugt haben die mich schon. Du wirst jetzt Mohammedaner, oder? Zum Islam? Oh Gott. Ja? Was? Verarsch mich doch jetzt nicht. Ja, das ist krass. Also das habe ich nicht gewusst, dass so vieles tatsächlich im Koran drin steht, was zutrifft. Ne? Also das ist unglaublich, ja, wirklich. Vielleicht ist das ein Zeichen von oben, ne? Ruben, wir möchten einmal heute gucken, wie eines deiner Kollegen oder deiner Elternteile reagieren, wenn du zu denen sagst, dass du zum Islam konvertiert bist. Perfekt, mache ich gerne, ja. Wir wollen uns ja sehr wahrscheinlich noch irgendwann mal in den Ferien treffen. Und ich wollte einfach sagen, ich gehöre jetzt dem Islam an. Ja, das wollte ich ja noch sagen, ich auch. Ah, du auch? Wie? Hä, also ich wusste das gar nicht. Als ob? Echt jetzt oder Ja, verarsche mich jetzt? Als ob? Ne, ich dachte, du bist so gar nichts oder so. Du hast mir doch letztes Mal gesagt, dass du gar nichts bist. Also selber auch nicht an nichts glaubst. du lügst gerade, ne? Nein, ehrlich. Oh, du lügst, als ob du zum Islam konvertierst, die ganze Krieg. Doch, bin ich wirklich, ohne Spaß. Nein. Ja, aber ich hatte ja selber keine Religion, so, weißt du? Also, Hey, ja doch, Christ. nein, ich bin ja Atheist gewesen, habe ich ja gesagt. Ich glaube an nichts. Aber jetzt schon. Nee, ja, du machst mich doch fertig. Warum? Findest du das nicht gut? Du darfst dann keinen Alkohol trinken, du darfst niemanden küssen, bevor du heiratest. Du darfst das nicht machen. Ja, komm. Ja, Nee, gut, ne? Ein Schwein essen, wenn du konvertierst, dann musst du da auch drin sein. ja, aber Schwein habe ich sowieso noch nie gegessen. Ich weiß selber nicht, wie das überhaupt schmeckt oder so, weißt du? Wollte ich auch nie essen. Mit deiner Freundin Schluss machen, das ist nämlich haram, wenn du in einer Beziehung bist. Ja. Du darfst dich nicht küssen. Und du darfst keinen Alkohol mehr trinken. Ja. Aber ich wollte sowieso aufhören mit Alkohol, deswegen. Und rauchen auch nicht mehr und so, weißt du? Bist du beschnitten? Nein. Ja, musst du machen. Muss das auch noch kommen? Mit 16 noch? Ja, natürlich. Nein, oder? Hey, natürlich, man kann sich ja immer beschneiden lassen. Boah, aber mit 16 ist ja schon hart. Dann muss man ja so. Tut das nicht richtig weh? Ja, ist ja dein Problem jetzt. Ja, scheiße, Mann. Egal. Du das verarscht mich so fett. Nein, ich verarsche dich ehrlich nicht. Bye, bye. Ja, können wir machen. Okay, fang du an. Mach du. Okay. Ja? Mama, ich bin Moslem geworden. Bitte? Ich bin Moslem geworden. Echt? Ja, einfach so. Du bist verrückt. Wo seid ihr? Ich stehe nämlich im Aufzug. Ich komme jetzt. Also wir sind ja auf der Straße. Ja, ich leg mal eben kurz auf, ja? Was hat sie gesagt? Die hat okay gesagt, ich bin verrückt. Wer rufst du an? Auch Mama? Ja, auch meine Mutter. Hallo, hört man dich gut? Hallo? Ja. Ich bin Moslem geworden. Oh, warum? Mich hat jemand darauf eingestimmt. Also ich finde die Religion sehr gut. Ich bin Moslem. Ich will, dass du auch Moslem wirst. Nee. Warum? Warum soll ich Moslem werden? Ist gut. Aha. Ja, okay, dann schönen Abend noch, ja? Bis gleich. Ja. Mehra. Hallo Mama, Hallo. ich habe voll vergessen dir zu erzählen, dass ich gestern konvertiert bin. Was? Ich bin gestern konvertiert Wohin? zum Islam. So Quatsch. Ja, Was? Verarsch mich doch jetzt nicht. tu ich nicht. Oh, Pameli. Die? Warum erzählst du mir das denn am Telefon? Macht das einen Unterschied, ob ich das in echt erzählt hätte? Ja, meinst du nicht? Ich hab's vergessen, darum habe ich mich jetzt gerade dran erinnert und wollte es dir sagen. Ja, dann ist das so. Was sagt man denn dann? Herzlichen Glückwunsch, oder was? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, okay, dann ich rufe dich später nochmal an, okay? Verstehe ich jetzt nicht. Bist du betrunken, oder was? Nein. Janik. Jo, hör mal, ich bin zum Islam konvertiert. Zum was? Zum Islam. Du gehst jetzt in eine Moschee, oder was? Ja. Wie kommst du denn darauf jetzt? Ja, ich habe mich beeinflussen lassen vom Kollegen. Und Dass du konvertierst. genau, Aha, und dann hast du gedacht, mach ich mal. mache ich mal. Finde ich super. Ja.
Trägt die Anna denn schon eine Burka? Ja, Okay, und fühlt sie sich wohl da drin? ich glaube. Okay. Juti. Du hast mal alle Latten auf dem Zahn. Naja, alles gut. Ja, das glaube ich auch, dass alles gut ist. Juti. Wir hören uns, ne? Sie wusste direkt Bescheid. Ja, keine Chance. Ja. Mama, Hm. ich bin jetzt Moslem geworden. Warum? Wie, warum? Weil ich das sage. Ja, wo ist dein Problem? Ist mir doch scheißegal. Ja, okay. Ciao. Ich versuche mal meinen Vater anzurufen, weil es die einzige Nummer, die ich habe. Hallo, Papa? Ich wollte nur fragen, ne, was wäre, wenn ich jetzt Moslem werden würde? Wäre das okay für dich? Du musst selber wissen, das ist dein Ding, weißt du. Ah, okay, Papa. Unmöglich, oder? Hi, Papa. Ja. Schau mal, ich bin gerade in Düsseldorf, ne? Ja. Hier war halt einfach so ein Stand von Muslimen und wir haben so eine kleine Konversation gehalten. Wir haben halt einfach nur so ein bisschen diskutiert, so, ne? Also, du weißt ja, ich bin Chris. Ich bin dir ehrlich, ein bisschen überzeugt haben die mich schon. Tja. Du musst jetzt schon wieder kommentieren. Albin ist jetzt Christ geworden und du wirst jetzt Mohammedaner, oder? Scheiße, wa? Ja, kann passieren, ne? Gibt Schlimmeres. Ja, okay, Papa, das war's doch schon wieder. Na gut. Ja, ciao. Du weißt selber, der hat nicht geglaubt. Nein, das kann ich nicht. Das wäre zu viel gewesen. Bei meiner Mutter auf gar keinen Fall. Die wäre nur verwirrt. Aber wie man auch sieht, ich habe eine Kreuzkette an und bin auch sehr religiös. Und mein Vater ist auch sehr religiös und von daher möchte ich kann mit ihm über alles reden, aber ich glaube, in der Situation würde ich ihn nur verwirren. Hörst du mich, Alexander? Ja. Hi. Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, ne? Ich wollte dir sagen, ich bin jetzt Moslem geworden. Willst du mich jetzt hier verarschen, oben rein, du der Nächste? Nee, ernsthaft. Ja, das ist so gut. Findest du gut? Ja, Anton, wenn du mich jetzt verarschst, ey, dann packe ich wirklich meine Sachen, dann bin ich hier weg. Ich kriege hier Nervenzusammenbrüche schon. Ja, ich habe mir gedacht, die Religion passt zu mir und ich bin zum Moslem konvertiert jetzt, ne? Und Wo hast du dich denn konvertieren lassen? ja, ist doch egal, wo ich mich konvertieren lassen habe, aber ich esse kein Schweinefleisch mehr und das ist jetzt so. Und was sagt Anna zu? Na, das habe ich ihr auch noch nicht erzählt. Und deine Mutter? Ist noch geheim, habe ich auch noch nicht erzählt. Du bist der Erste, der das jetzt erfährt. Ja, jeder kann auch seine Religionsfreiheit machen. Ja, das sehe ich auch so. Alles klar, ne? Ich rufe dich dann später nochmal an. Am Anfang war die Reaktion ein bisschen anders, oder? Und dann wurde er, glaube ich, ein bisschen sanfter. Ja, ich glaube tatsächlich, er hat schon ein bisschen was gedacht, dass ich ihn irgendwie verarsche, weil das ist so, das bin nicht ich. Also ich würde das sowas nicht sagen, glaube ich, ne? Das ist so, ja. Was denkst du denn allgemein über den Islam? Oder hast du irgendwelche Fragen über den Islam? Tatsächlich nicht, also wie auch Alexander, also der Kumpel gesagt hat, ne, also jeder kann seine Religion ausleben, wie er will, ne, also ich habe an sich gar keine Religion so an sich, also ich bin weder getauft, noch gehe ich regelmäßig in die Kirche oder so, aber manchmal glaube ich schon, dass es irgendwie einen Gott gibt, ne, und in bestimmten Fällen, wo irgendwas passiert, wo du dir denkst, oh, das kann doch nicht sein, das ist jetzt irgendwie ein Wunder, ne, also, ne. Bei solchen Sachen oder wenn irgendwie ein Mensch überlebt nach einem Autounfall, da glaube ich schon so, ne, dass es so eine höhere Macht gibt. Also das ist auch richtig so. Guck mal, wenn wir jetzt uns die Welt anschauen, das Universum anschauen, dann gucken wir, wie komplex eigentlich das ganze System ist. Aber trotzdem ganz leicht durchgeführt wird oder nicht. Stell dir mal vor, du gehst in ein Zimmer rein, ja, und du siehst ein Baby und du siehst einen Computer mit einer Programmiersprache, sagen wir mal Java, okay? Du würdest niemals ein 2-jähriges Kind glauben, dass er diese Programmiersprache gelernt hat und einmal geschrieben hat, oder? Nö, würde ich niemals glauben. Jetzt gucken wir uns diesen menschlichen Körper an. 98.000 Kilometer Adern, 80 Tonnen Blut wird durch mein Herz täglich gepumpt. Dann gucke ich mir meine Lunge an, meine Leber an und unbewusst lebe ich einfach weiter. Dann heißt es doch für mich, genau wie bei dem Kind, dass es einen Schöpfer geben muss, wie in diesem Zimmer. Ich sehe vielleicht die Person nicht, die diese Programmiersprache durchgeführt hat, aber ich weiß ganz genau, dass es einen gibt, oder? Ich denke schon, es gibt bestimmte Vorgänge, die man sich so jetzt im Unterbewusstsein halt passieren, aber du denkst nicht darüber nach, aber die gibt es. Ne? Und das sind, manchmal kannst du dir das halt nicht erklären, was passiert mit dem Körper, ne? was überhaupt auf der Welt passiert und deswegen, ja, ich denke schon, dass es sowas gibt. Ne? Also wenn wir uns die Wissenschaft angucken, mit der Wissenschaft wird eigentlich Gottes Beweis dargestellt. Die Wissenschaft stellt eigentlich nur den Prozess dar. Wenn das so gemacht wird, wird das so gemacht. Sagen wir, du musst einen Kern auf die Erde einmal reinschmeißen, dann kommt einmal Erde drüber, dann kommt Wind, Sonne und so weiter alles drauf und dann wird es zu einem Bau. Das ist zum Beispiel ein Prozess. Dadurch wird eigentlich belegt, dass dieser Kern das von alleine aus nicht machen kann.
Da muss es einen jemanden geben, der das zu einem riesigen 70, 80 Meter hohen Baum macht, oder nicht? Wenn man das so sieht, ja. Ich habe noch nie richtig darüber nachgedacht tatsächlich, aber wenn du das so sagst, dann ich denke schon. Also. Bei uns im Koran ist das auch so, dass die Wissenschaft mit der Religion zusammen ist. Wenn ich mir die Wissenschaft angucke, wird Gott für mich bewiesen. Zum Beispiel, ich gucke mir die Erde an. Die Erde dreht sich um die eigene Achse. 180.000 km/h und ich merke das nicht. Ich habe eine Gravitation von 9,81. Ja? Und dann gucke ich mir, dass die Erde sich noch einmal um die Sonne dreht. Ja? Das ist alles für mich sehr viele Wunder. Und im Koran steht genau das drin. Wenn ich von der Welt aus die Sonne angucke, dreht die Sonne sich um die Welt. Dann konnte im 6. Jahrhundert kein Mensch wissen, dass die Welt um die Sonne sich dreht und um ihre eigene Achse. Aber im Koran steht das drin. Ist das nicht ein Wunder? Okay, das ist schon ein Wunder, finde ich, ja. Aber das ist auch eine Frage der Perspektive. Von wo guckt man aus, ne? Also, ob die Sonne sich um die Erde dreht oder ist es umgekehrt, ne? Das ist so, ja. Ich denke mal, auch die Wissenschaft und die Religion, die müssen auch miteinander irgendwie agieren und du kannst wissenschaftlich ja alles erklären, alle physikalischen Vorgänge, aber du kannst halt nicht wirklich alles erklären damit mit der Wissenschaft, ne? Und da spielt, glaube ich, so die Religion und der Glaube auch eine große Rolle. Also, ja. Genau, glauben muss man jetzt. Zum Beispiel, du hast ja auch Gefühle, die immateriell sind, ja, aber die du mir jetzt nicht beweisen kannst, oder nicht? Ja, schon. Aber wissenschaftlich kannst du die belegen. Aber nicht 100% sagen, okay, das ist es. Also mit Material kannst du mir nicht etwas beweisen. Also heißt es für mich, die Wissenschaft belegt vieles, ja, aber es muss etwas geben, wie zum Beispiel Gott, ein Schöpfer, der es erschaffen hat, oder nicht? Ja, definitiv. Also. Zum Beispiel, Eisen wird ja aus der Erde genommen. Ja, in vielen Bergen oder unter der Erde wird Eisen genommen. Eisen stammt eigentlich aus 2 Sternen, die aneinander geraten sind und die eine Explosion erschaffen worden ist. Und dann kam Eisen auf die Welt. Es wurde sozusagen hier runter. Das wurde wissenschaftlich belegt. Im 6. Jahrhundert im Koran steht drinne, dass Eisen nicht von der Erde stammt, sondern von dem Universum herabgesandt worden ist. Ist das nicht schon ein Wunder? Das ist schon ein Wunder. Also man weiß ja auch nicht, was davor gewesen ist, ne? Das muss ja irgendwie ein Schöpfer schon gegeben haben, der das Ganze ja geschaffen hat, ne? Also klar, man kann sich das ja jetzt irgendwie wissenschaftlich erklären. Irgendwas kam auf die Erde und diese ganzen chemischen Vorgänge, aber an sich, was davor war, das weiß keiner, ne? Man weiß auch nicht, wie groß das All ist oder das Universum, ne? Das ist alles ja noch unerforscht und ich glaube, hängt schon vieles mit dran, dass es wirklich da so einen Schöpfer gibt. Also zum Beispiel, vorher dachte man, dass das Universum befristet ist und sich nicht weiter ausweitet. 1920 hat Hubble, ein Wissenschaftler, mit seinem Hubble-Teleskop geguckt, das Universum, das breitet sich immer weiter aus. Also die Wissenschaft, die erneuert sich auch immer, wie so ein Update beim iPhone. Ja? Durch dieses Hubble-Teleskop wurde im 6. Jahrhundert vom Koran wieder ein Vers wieder belegt. Da steht, wir haben das Universum erschaffen und weiten es aus. Und das steht im Koran drin. Ist das nicht ein Wunder? Und 1920 wussten erst die Wissenschaftler, okay, dieses Universum weitet sich aus. ja, das ist krass. Also das habe ich nicht gewusst, dass so vieles tatsächlich im Koran drin steht, was halt zutrifft. Ne? Also das ist unglaublich, ja, wirklich. Es gibt auch sehr viele andere Beweise, die wir vielleicht später, auch wenn du Lust hast, dich vielleicht interessiert, die ich dir auch vielleicht zusenden kann, im Koran was drin steht. Ist es dann nicht für dich auch mal vielleicht interessant, sich mit dem Koran oder mit dem Islam zu beschäftigen? An sich auf jeden Fall. Ich weiß tatsächlich viel zu wenig über Religion. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mich noch nie richtig so damit befasst. Ich weiß, dass es quasi unterschiedliche Religionen gibt, aber so was richtig drinsteht, für was die stehen und was die aussagen, was drinsteht im Koran, was drinsteht in der Bibel, das habe ich noch nie so richtig erfasst und nie richtig drin gelesen oder so. Ne? Deswegen ist es schon eigentlich wichtig und interessant zu wissen, was da drin steht. Ne? Vielleicht hat der Schöpfer dich ja zufällig zu uns hier hingeschickt, mit dir jetzt in Verbindung gebracht, in Kontakt getreten, damit du dich vielleicht endlich damit mal beschäftigst. Ja, vielleicht ist es ein Zeichen von oben, ne? Du hast ja gesagt, dass du an gar keinen Gott glaubst. Hast du dich denn schon mal mit den Religionen beschäftigt? Nein, gar nicht. Also ich bin gerade in evangelischer Religion, weil meine Mutter mich da einfach reingetan hat. Aber so richtig glaube ich auch nicht an Gott oder so. Also, wieso glaubst du nicht daran? Gibt es irgendwie so einen Beweis dazu? Ich glaube schon an irgendwas, was über uns steht, was über uns unsere Entscheidungen uns so entscheiden lässt und alles. Aber ich bin noch nie so richtig auf den Entschluss gekommen, okay, ja, das will ich jetzt glauben, das will ich glauben oder das. Da bin ich eher so frei. Guck mal, jetzt stell dir mal vor, du siehst jetzt zum Beispiel so einen Mercedes. Ja. Ja. Und sagen wir mal, der steht jetzt hier Millionen Jahre. Ja. Ja. Und da steht zum Beispiel ein 5-jähriges Kind. Mhm. Ja. Du würdest niemals glauben, dass ein 5-jähriges Kind dieses Auto hergestellt hat, oder nicht? Eigentlich nicht, nein. Genau. Also nach deinem Sinn müsstest du sagen, es gibt eine Fabrik, es gibt einen Hersteller.
der das gemacht hat und es gibt mehrere Arbeiter, die daran teilgenommen haben. Also gibt es sozusagen eine Fabrik, einen Hersteller oder nicht vom Auto? Also es gibt ja richtig viele Hersteller, die das herstellen. Es gibt ja einmal die Färber, die ganzen Metallteile zusammenstellen und so. Deswegen, also Es gibt aber einen Hersteller, ist das entweder Mercedes, Ford oder BMW. Es gibt einen Hersteller. Jetzt gucken wir uns den Menschen mal an. Ja, der ist sehr komplex gebaut. 98.000 Kilometer Adern, 80 Tonnen Blut wird am Tag vom Herz gepumpt und ich merke davon nichts mal was. Dann heißt es doch für mich, dass es einen Schöpfer gibt, Unterbewusstsein von mir, das alles kontrolliert oder nicht? Weil du kontrollierst das ja nicht. Da muss es ja einen geben, der das kontrolliert. ja, das stimmt. Aber ich kann ja schon irgendwas dagegen. Also ich kann ja gegen Krankheiten schon angehen, wenn ich einfach, beispielsweise sagen wir, irgendwelche Medikamente nehme oder sowas. Und die Krankheiten kommen ja nicht einfach so. Die kommen ja auch von anderen Menschen beispielsweise. Genau. Und gegenüber den Krankheiten, einige heilen und einige heilen doch nicht, oder nicht? Also es ist ja nicht so, wenn ich zum Beispiel jetzt Paracetamol nehme, dass meine Kopfschmerzen weggehen. Bei einigen passiert das, bei einigen nicht. Also ist es trotzdem nicht in meiner Hand oder auch nicht von diesen Medikamenten, dass meine Kopfschmerzen weggehen. Also gibt es einen Schöpfer, der diese Kopfschmerzen wegmacht. Ja, kann man sich drüber streiten, das stimmt. Es Aber gibt zum Beispiel so Menschen, die Krebs haben, einige heilen und einige heilen nicht. Also ist es nicht an der Chemotherapie abhängig. ja, das stimmt. Dürfen wir das auf YouTube helfen? Ja, alles klar. Könnten wir. Gerne, ja. Klar. Mach, ist kein Problem. Ja klar, also wenn ihr das gerne möchtet, ich habe kein Problem damit. Mach ruhig, alles gut. Ah, gar kein Problem.